Hallo liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzten Sonntag habe ich euch ein bisschen was erzählt über kulturelle Fakten Finnlands. Heute die Fortsetzung und heute geht es um Saunaregeln in Finnland, was das für ein komischer kleiner Duschkopf neben der Toilette ist und Datingregeln in Finnland. Diese und weitere Themen seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. Bis gleich. Es ist wieder Sonntag, Zeit für ein bisschen Storytelling und ich berichte über kulturelle Fakten in Finnland und wie ich das erlebt habe. 5 Dinge, um die es heute geht. Erstens, der seltsame Duschkopf. Hä? Zweitens, Saunaregeln. Drittens, Lifehacks. Viertens, Datingregeln in Finnland. Oh oh. Und 5. praktische Hinweise und Tipps, was das Leben in Finnland angeht. Und seid gespannt, los geht's! Also im letzten Video haben wir ja ein paar Sachen besprochen, wie es so ist mit Party, Alkohol, Umgang mit Finnen, wenn du sie nicht kennst. Und heute geht es eben um weitere 5 wichtige Dinge. Was ist das für ein seltsamer Duschkopf da neben der Toilette? Das ist für die Intimwäsche gedacht. Intimwäsche? In Frankreich gibt es das Bidet und das Pendant dazu in Finnland ist einfach dieser Duschkopf. Dieser Duschkopf ist verbunden mit der Wasserleitung am Waschbecken. Und wenn du den Schalter dafür eingestellt hast, ist automatisch Wasserdruck auf diesen kleinen Duschkopf. Der kleine Duschkopf hängt immer neben der Toilette in Finnland. Findet man auch auf öffentlichen Toiletten. Und das erfordert ein bisschen Übung. Ist also für die Intimwäsche gedacht. Zweckentfremden kann man das sicher auch, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall dreht man, nachdem man sein Geschäft dort erledigt hat, dreht man den Wasserhahn am Waschbecken auf und nimmt die kleine Dusche in die Hand, führt sie vorsichtig in den Intimbereich und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Wasserdruck da ein bisschen regulierst. Das erfordert ein bisschen Übung. Wenn das Ganze zu viel Wasserdruck hat und du hast den Wasserhahn zu doll aufgedreht, dann machst du da alles nass da und nachdem du fertig bist, sieht das alles aus wie eine kleine Explosion. Also mir war das zum Anfang komisch. Ich habe ganz, ganz lang gebraucht, damit klarzukommen, ohne dass ich da das ganze Bad unter Wasser setze. Also mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen. In Deutschland weiß ich noch, es ist üblich, gerade wenn man unterwegs war oder auf öffentlichen Toiletten oder so, feuchtes Klopapier zu benutzen, Feuchttücher etc. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Diese Wasserdusche regulierst du natürlich selbst und an der Mischbatterie stellst du auch die Wassertemperatur ein. Und ja, ein bisschen warmes Wasser nach dem Geschäft, da ist nicht nur für die Entspannung schön, sondern macht natürlich auch das Ganze richtig sauber. Und du brauchst dann jetzt nicht bei jedem kleinen Unfall duschen zu gehen, sondern hast eben die Möglichkeit, mit diesem kleinen Duschkopf in deiner Intimpflege dort nachzugehen. Und ja, reden nicht viele drüber. Ist vielleicht ein Tabuthema. Ich wollte es euch gerne nochmal berichtet haben und weiter geht's zum nächsten Thema. Ja, 2. Saunaregeln. Also die wichtigste Regel in der finnischen Sauna ist, dass es keine Regel gibt. Dennoch gibt es ungeschriebene Gesetze und der Finne geht zu Hause üblicherweise nackt in die Sauna. Und auch wenn Freunde oder Besuch da sind, die vertraut sind, dann gehen die Finnen nackt in die Sauna, wie die Deutschen auch. Sauna ist einfach ein Kult und dient dermaßen zur Entspannung. Und das darf man auch nicht falsch verstehen, ne?
Erstens mal setzt der Finne sich auf ein kleines Handtuch. In den meisten Fällen ist die Unterseite so wasserfest beschichtet, ne? Also du legst dir dein kleines viereckiges Handtuch da in die Sauna und krabbelst dann nackig da rein. In öffentlichen Saunen ist es schon üblich, Badekleidung zu tragen. Das hat einfach damit zu tun, dass der Finne sich dann nicht offen zur Schau stellt und das ist auch nicht Sinn der Sauna. Es gibt ganz, ganz tolle Saunen im Wald. Das ist ganz anders als diese Wellness-Tempel in Deutschland zu verstehen. Da ist irgendwo im Wald so eine kleine Blockhütte, ist eine Dusche eingebaut. Dann gehst du da in die Sauna, die natürlich mit Holz befeuert wird und so frei nach dem Motto, jeder, der von draußen kommt, bringt ein Stück Holz mit rein und so ist es auch. Ja, da wird dann nochmal ordentlich der Feuerhaken geschürt und neben des Gefühls der Sauna, was ja wahrscheinlich in Deutschland auch jeder kennt, hast du eben auch noch diesen Geruch vom verbrannten Holz und dieses Feeling, da im Wald zu sein. Und zwischen den Saunagängen kühlst du dich eben in so einem typischen Waldsee ab. Und das ist auch im Winter ganz üblich, ganz besonders Weihnachten. Und ja, Weihnachten ist es auch eine beliebte Tätigkeit, zu einer solchen öffentlichen Sauna zu fahren. Das sind meistens kleine Vereine, Clubs, wie das finanziert wird. Da trägt man sich dann ein, wenn man dann da war und bezahlt dann eine kleine Gebühr und so trägt sich das Ganze dann. Ja, also ich selbst habe das auch schon miterlebt und ja, man sagt ja immer, hast du dieses braune Fett oder weißes Fett, braunes Fett, so sagen die Finnen das, heißt einfach, du bist soweit, du kannst jetzt in den See springen und das ist gerade im Winter natürlich auch immer sehr erfrischend. Zum Anfang habe ich den Fehler gemacht, da richtig reingesprungen mit Kopf unter Wasser. Das führt natürlich aufgrund des starken Temperaturwechsels schnell mal zu Kopfschmerzen. Sollte man also langsamer angehen und vielleicht eine Mütze aufsetzen und den Kopf nicht unter Wasser strecken. Das ist mein Tipp in diese Richtung. Ansonsten in der Sauna selbst, jeder Finne nimmt gerne die Kelle in die Hand und schmeißt, so heißt es hier, schmeißt dort einen Aufguss, also einfach 3, 4, 5 Kellen darauf. Und das spielt auch keine Rolle, ob da jemand rausgeht oder nicht. Das ist alles viel, viel lockerer als in Deutschland gehandhabt. Hier muss auch keiner einen Bademeister oder Saunachefschein oder Übliches gemacht haben. Darüber lachen die Finnen nur. Und die Finnen wachsen damit auf und wissen, wie das geht. Die wissen, was gut ist und wie man damit umgeht. Da braucht man keine Angst haben. Und es ist wirklich schön, am Wochenende, freien Tagen oder auch zum Mitsommer einfach mal in die Sauna zu gehen. Und das ist wohl das größte Geschenk, was man neben der Natur hier in Finnland genießen kann. Drittens, Lifehacks. Ja, Lifehacks in Finnland. Ne? Wie soll man sich das vorstellen? Es geht einfach darum, Zeit und auch Geld zu sparen. Und da gibt es ganz, ganz viele kleine praktische Dinge. Das beste Beispiel ist wohl so eine Margarinedose oder Butterdose. So ein viereckiger Plastikbehälter, wo die Butter oder die Margarine drin ist. Wir Deutschen würden das Ding rausnehmen und mit auf den Tisch stellen, um dann den Deckel darunter zu machen. Und dann nehmen wir ja sowieso unser Messer und schmieren damit unser Brot. Jeder hat ja in Deutschland ein eigenes Messer am Tisch, so ein Frühstücksmesser oder sowas. Und in Finnland ist das eben anders. Da bleibt das Messer oder so ein kleiner Holzstab sogar, blende ich euch hier gleich nochmal ein Foto ein, bleibt einfach in dem Behälter. Da wird dann so mit einem Messer oder mit einer Schere so eine kleine Aussparung in dem Behälter gemacht. Und das Messer oder eben dieser kleine Holzstab zum Bestreichen des Brotes bleibt da drin und jeder benutzt das. Und das ist auch im Pausenraum im öffentlichen Bereich so, wie zum Beispiel bei der Arbeit, ne, wenn es da einen Kühlschrank gibt oder so eine kleine Teeküche,
Da findest du den Margarine- und Butterbehälter im Kühlschrank mit so einem Messer drin. Und jeder nimmt das Ding raus und benutzt das dann auch so, wie das da ist. Eine wichtigste Regel, das wird natürlich nicht darum geschmiert auf irgendwelchen Sachen, die du schon angeleckt oder berührt hast. Ja, das ist eins dieser Lifehacks und so gibt es viele kleine praktische Dinge hier. Ja, einige kleine weitere Lifehacks blende ich euch hier nochmal ein und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Thema. Und jetzt wird es interessant. 4. Datingregeln in Finnland. Keine Angst, ich beschreibe euch jetzt nicht von vorn bis hinten, wie so ein Dating in Finnland abläuft. Das könnt ihr euch selber denken. Dafür gibt es auch öffentliche Websites, die das beschreiben. Aber eine Sache ist in Finnland anders als in anderen Ländern, anders als in Deutschland, zum Thema Dating oder auch Beziehung und Partnersuche. Und das hat mich schon ziemlich verblüfft. Da sieht man wieder, wie eigenwillig die Finnen doch sind. Und zwar, die Finnen, wenn sie auf Partnersuche sind und auf Datings gehen oder ein Date haben oder so, treffen sich immer nur mit einer Person. In Finnland bedeutet Dating schon, dass sie in einer Beziehung sind. Also der Finne fühlt sich schon in eine Art Beziehung, wenn er mit jemandem vorhat, sich weiter zu treffen oder ein Dating vereinbart wird. Da gerade die Frauen sehen das auch sehr, sehr eng, wenn ein Mann sich da mit weiteren Partnern trifft oder auf Frauensuche irgendwie mehrere Partner da zur selben Zeit datet, dann ist es doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Frau ihn weiter treffen wird. Und das ist wirklich so. Selbst die leichte Version, Tapaila genannt, bedeutet, dass sie sich auf eine bestimmte Person konzentrieren. Und wenn Finnen Dates haben, sind sie auch Single. Irgendwelche komischen Zwischenzustände, sage ich mal, zwischen zwei Beziehungen oder die eine läuft noch schlecht oder während der Scheidung oder, ist es sehr, sehr unüblich in Finnland, da weiter zu daten, auf Partnerschaftssuche zu gehen oder ähnliches. Wenn du in einer Beziehung bist, warst, eine endet oder anfängt, dann bist du nicht auf Partnersuche. Auf Partnersuche bedeutet auf Finnisch, du konzentrierst dich auf eine Person, du datest in einem bestimmten Zeitraum zur gleichen Zeit immer nur diese eine Person und konzentrierst dich auf diese Person. Wenn eine Frau merkt, dass du zeitgleich mehrere Frauen datest, ohne dass du schon dich für die eine oder andere entschieden hast, sowas ist sehr, sehr unüblich. Komischerweise gibt es die Sendung Bachelor in Finnland auch. Das sorgt aber auch in Finnland für Kritik und Kritiker meinen eben, dass das für Finnen sehr, sehr unüblich ist. Und wenn du die Sendung mal verfolgst, merkst du das auch, dass das für finnische Frauen eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation ist, weil das wirklich üblich ist und sie nicht anders kennen, dass wenn gedatet wird, datest du eine Person, bis du merkst, das wird was oder das wird eben nicht. Und ja, die nächste Person nimmst du eben, oder das nächste Dating nimmst du dann eben erst in Angriff, wenn du weißt, okay, das ist mit der Person jetzt nicht geworden. In den Shownotes findet ihr natürlich auch weitere Informationen zu diesem Video und alles, was ich hier gesagt habe, könnt ihr da auch nochmal nachlesen. Ja, 5 Dinge habe ich dieses Video genannt. 5 Dinge heißt es so schön. Und der letzte Punkt, den wollte ich ein bisschen locker halten und einfach mal ein paar Punkte ansprechen, die auch kurios sind, die mir in Finnland aufgefallen sind und die ich sehr, sehr witzig finde. Und dazu gehört, dass Finnland eine fast parfümfreie Nation sind. Ja, Finnen reagieren empfindlich auf Parfüm und das Motto ist, trag es leicht. Also wenn überhaupt Parfüm aufgetragen wird, natürlich zu besonderen Anlässen und dann aber auch so rechtzeitig vorher, dass das Ganze da schon ein bisschen verdampft ist. Also Finnen können sehr, sehr
allergisch auf oder unangenehm auf Parfüme reagieren und das ist sehr, sehr unüblich und die Finnen nehmen lieber deinen typischen Körpergeruch in Kauf als irgendwelche aggressiven oder aufdringlichen Parfüms. So viel dazu. Muss man vielleicht wissen. Dann Freizeitgestaltung in Finnland. In Finnland ist der Abend Freizeit und in der Regel arbeitet der Finne sehr, sehr, sehr konzentriert, sehr ordentlich von 8 bis 16 Uhr. Da gibt der Finne alles, natürlich hauptsächlich in den Wintermonaten und ab 16 Uhr ist so ein bisschen Feierabend angesagt. Da begeben sich die Finnen nach Hause. Man sieht das auch, die Einkaufszentren füllen sich in dieser Zeit 16, 17, 18 Uhr und ich weiß gar nicht, die Öffnungszeiten sind hier sehr, sehr extrem. Die meisten Läden haben von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Aber die meisten Finnen halten sich in den Abendstunden zu Hause auf oder eben in ihrem Sommerhaus im Möcki oder am See oder fahren mit dem Boot raus, gehen zum Angeln, gehen wandern oder eben joggen. Freizeit ist angesagt ab 16 Uhr und das ist dem Finnen auch heilig. Ne? In der Freizeit sind auch solche Aktivitäten üblich, wo man weniger oder nicht so viel mit Leuten zu tun hat. Der Finne hat dann die Möglichkeit oder nutzt gerne die Möglichkeit, in sich zu gehen, die innere Mitte zu finden und wo andere Religionen oder Kulturen da in die Meditation oder sowas versinken, geht der Finne eben seine Art der Entspannung nach. Und dazu gehört eben auch, zu Hause in Ruhe zu sein, einen Kamin anzumachen, ins Feuer zu gucken, vielleicht die Sauna anzuschmeißen oder eben auf der Veranda zu sitzen und einfach zu gucken, wie die Kinder spielen, den Grill anzumachen oder solche Dinge. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und in den Sommermonaten, gerade um Mittsommer herum, ist es üblich, Urlaub zu nehmen. Mittsommer wird gerne als Einleitung für die Urlaubsphase gesehen und natürlich die ganze Nacht ist es hell, die Sonne geht kaum unter und im Sommer ist der Finne auf Freizeit getrimmt. Ne? Jeder Finne versucht in irgendeiner Form seinen Urlaub natürlich auch in den Sommermonaten zu nehmen. Und üblich ist auch wirklich, seinen Urlaub am ganzen Stück zu nehmen und im Winter nur ein paar Tage. Also im Winter wird hier reingeklotzt und was fürs Bruttosozialprodukt getan. Und im Sommer nutzt der Finne einfach gerne seine freie Zeit. Sommer ist in Finnland neben Mittsommer auch Zeit der Festivals, wenn Corona wieder vorbei ist. Es gibt hier richtig gute Rockfestivals in Finnland. Das sollte jeder vielleicht auch mal mitgemacht haben. Das ist hier Kult. Es gibt viele geile Rockbands, auch finnische Rockbands. Und jeder Musikliebhaber, Heavy-Metal-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Also Finnland ist Festivalland im Sommer. Der Sommer ist sehr kurz und die Finnen ändern auch ein bisschen ihr Wesen im Sommer. Im Winter verkriecht man sich in seine Höhle und versucht mit anderen so wenig wie möglich Kontakt zu haben. Aber im Sommer geht der Finne gerne mal aus sich raus und da erlebt man die Finnen ganz anders. Man denkt wirklich, man hat mit anderen Leuten zu tun, so herzlich wie sie sein können. Im Sommer sind sie ganz besonders herzlich und gut drauf. Kann man auch verstehen, der finnische Sommer ist toll und das Umfeld bietet natürlich alle Möglichkeiten hier in Finnland. Auch mal einen schönen Urlaub zu machen, zu leben, wie auch immer. Das soll es mal wieder für heute gewesen sein. Natürlich bekommt ihr so wie immer jetzt nochmal ein paar Bilder der Woche. Wenn ihr öfter mal reinguckt, ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Kanal abonniert. Das hilft mir hier weiterzumachen. Und ja, Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Sonntag. Euer Micha. Ciao, ciao.